Ich stehe heute vor dem Mercedes-Benz-Museum und hinter uns findet gleich der 12. Daimler Nachhaltigkeitsdialog statt. Wir blicken heute hinter die Kulissen, sprechen mit dem Vorstand, mit einigen Gästen und wollen natürlich wissen, welche Erwartungshaltung herrscht denn und vor allem auch, wie kritikfähig ist denn der Daimler eigentlich? Warum machen wir das? Weil in Sachen Nachhaltigkeit immer noch der Eindruck entsteht, es ist viel los, aber nicht ganz so viele wissen darüber Bescheid. Das wollen wir heute ändern und damit geht's jetzt los. Kommt mal mit! Schon seit 2008 findet der Daimler Nachhaltigkeitsdialog statt. Und wir wollen damit in den Austausch gehen mit Vertretern aus Wissenschaft, Politik und Nichtregierungsorganisationen, den sogenannten NGOs. Einer, der gerade noch seine Keynote gehalten hat und eben auf dem Panel mitdiskutiert hat, ist jetzt bei uns der CEO Ola Källenius. Ola, schön, dass du da bist. Was ist dein Key Takeaway vom Nachhaltigkeitsdialog heute? Dieser Dialog gibt uns Inspiration. Hier tauschen wir Ideen aus und beschäftigen uns auch sehr kritisch mit diesen Themen. Wir haben nicht jede technische Lösung. Wir wissen, dass wir einen wirtschaftlichen Impact haben auf diesem Weg Richtung CO2-Freiheit oder in der Umsetzung unserer nachhaltigen Geschäftsstrategie. In diesem Sustainability-Dialog, schon im 12. Jahr, da treffen sich Menschen von allen möglichen Stakeholdern. Da kriegen wir als Unternehmen wichtigen Input und auch manchmal kritischen Input. Und das gibt uns Ideen, unsere Geschäftsstrategie noch besser zu gestalten. Bei mir steht jetzt eine der Gastgeberinnen des Nachhaltigkeitsdialogs, Frau Renate Junge-Brünger. Schön, dass Sie da sind. Der Nachhaltigkeitsdialog gehört eigentlich schon zum Tagesgeschäft für Sie. So oft waren Sie schon mit dabei. Was machen wir nachher mit den Ergebnissen und vor allen Dingen, wie fließen die dann schlussendlich echt in die Arbeit ein? Ja, da wird sehr seriös gearbeitet. Also da werden auch die, was man jetzt morgen diskutiert in den einzelnen Gruppen, wird zusammengefasst werden. Wir schauen uns natürlich auch die Fragestellungen an. Wir haben jetzt gesagt, kritische Stimmen, da wird man auch gewisse Dinge diskutieren und sagen, da sind wir noch nicht so weit, wie wir eigentlich wollten. Das müssten wir in den nächsten 5, 6, 7 Monaten angehen. Und da sind wir auch während dem Jahr mit den entsprechenden Interessenten, die die entsprechenden Gruppen besucht haben, in Kontakt. Und jetzt am Anfang morgen werden wir diskutieren und sagen, was haben wir in den letzten 12 Monaten gemacht, was sind die Fortschritte seit dem letzten Nachhaltigkeitsdialog. Also es wird sehr seriös getrackt. Dass unsere Vorstände den Nachhaltigkeitsdialog für sinnvoll erachten, ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Aber wir wollen mal wissen, was die Leute sagen, an die sich die Veranstaltung eigentlich richtet. Was nehmen Sie vom heutigen Nachhaltigkeitsdialog mit? Ich nehme mit, das wurde einmal während des Podiums gesagt, dass sowohl Politik als auch Gesellschaft und auch die Wirtschaft eine neue Form von Zusammenarbeit finden muss. Und ich glaube, dass das beim Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz nötig ist. Welche Bewertung würden Sie Daimler ausstellen für das aktuelle Nachhaltigkeitsengagement? Ich habe 2 Kinder im schulpflichtigen Alter und da werden sie von 1 bis 6 bewertet. Und ich glaube, es ist klar, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir hier sehr, sehr gute Schulnoten vergeben können. Dazu ist sozusagen auch die Notwendigkeit, sich noch zu verändern, zu groß. Das heißt, es muss Raum nach oben sein. Ich würde sagen, mit einer guten 3 sind Sie gut bedient und sollten nicht traurig drüber sein. Das erzähle ich meinen Töchtern auch. Sehr gut. Hinter mir wird noch fleißig weiter diskutiert. Ich verabschiede mich aus dem Museum und nehme mit: Unternehmen und NGO nähern sich an, diskutieren gemeinsam und das Ganze konstruktiv, um die Mobilität der Zukunft gemeinsam zu gestalten. Das finde ich sehr beeindruckend. Ich sage Tschüss vom Nachhaltigkeitsdialog 2019. Bis zum nächsten Jahr.